Oh, du kannst die early getten, du kannst sie aber auch später kaufen, weil die will sowieso keiner haben. Puma in his back dropping Fenty. Spätestens seit 2 Wochen, als die Uhren umgestellt wurden, haben wir es alle mitgekriegt, dass die Tage kürzer werden. Das Wetter wird schlechter, Blätter fallen von den Bäumen, wir müssen auf einmal wieder Jacken anziehen und da muss man natürlich auch irgendwie gucken, was wir so an den Füßen tragen. Passend zur Jahreszeit. Schauen wir uns jetzt hier die 10 Must-Have Fall, also Herbstschuhe an. Schauen uns an, was hier der Kollege zu sagen hat und dann sage ich vielleicht mein Way to go. Ich hoffe, wir sind da keine Tims. So what we're gonna do is we're gonna crack it right off with what has to be my favorite pair of recent shoe pickups, and it is by FV11 Cartel. Very low-key brand, found them on Instagram a while ago, and I was finally able to get my hands on these joints. They are called the Vision 01A Derby. Krasses Ding. And these joints hit, let me show y'all. So without even getting into... Gefällt mir gut, so erster Look. Gibt mir so ein bisschen Balenciaga Stereo Boots, also die Derbys. Ein bisschen mehr Workwear und in hoffentlich deutlich günstiger. Das ist ohne Witz, würden die so 200 Ocken kosten, dann würde ich die mir, also könnte ich mir die auch vorstellen zu kaufen. The construction and the build of the shoe. Ah, warte mal kurz. Ich glaube, ich kenne die sogar. Ja, doch. Doch, ich habe schon mal mit einem Kollegen drüber geredet. Ich glaube, das ist super ass bei denen, weil die kommen wieder aus irgendwie, so Shipping ist mit Zoll dann wahrscheinlich, so Filme. Gar keinen Bock drauf. So, dann kommen die an, dann musst du Zoll zahlen, dann kriegst du Kopfschmerzen. Dann auf einmal, ihr wisst doch diese Struggles. Die haben auch so Boots, die waren jetzt nicht so stark, aber die, gerade auch für die Kröten hier, 300 Euro, was ist das schon, ne? Das ist ja nichts. Nein, Spaß, also 300 Euro ist natürlich immer noch viel Geld, gerade für so eine Brand, die man jetzt vielleicht nicht so kennt. Aber ich finde, die geben halt so einen coolen Look, wo du woanders mehr zahlst, wie zum Beispiel der Balenciaga, so, da zahlst halt, weiß ich, über 1000 Euro für einen ähnlichen oder silhouettenmäßig ähnlichen Schuh und hier kriegst du es halt für einen günstigeren Preis, was aber nicht dann so diese Axel Arigato Leandro Lopez Nummer ist, wisst ihr, ich meine, wo es halt wirklich fast sass wird. Deswegen Baba-Empfehlung, aber leider aus China, deswegen bin ich da schon wieder raus. Right off the bat, what grabbed my attention was the shape. The shape is so crazy. If you are a baggy pants person, these joints fit so perfectly under your pants. They have like this super exaggerated toe cap that almost balances out the negative space when your pants drop right over the lace system. Kannst dir wahrscheinlich auch einen schwarzen Arbeiterschuh einfach kaufen. Mit so einer Stahlkappe. Muss wahrscheinlich günstiger weg. Like, it's crazy. I have to show y'all on B-roll, but that's probably like the geekiest part when it comes to me just being a proportions person. But outside of that, you can never go wrong with this super chunky sole. So you have like this very exaggerated derby sole. There are a low cut shoe and the full upper is made out of calf skin, I believe. So for most of the construction, and then you have a couple of like mesh detailings. You have this rubber like logo system on the side of it, and then on the back you just have some reflective bits. But overall, the shape, and I think that the price point that they were able to get these two is was ist das überhaupt für eine Hose? Da erinnere ich mich ein bisschen an die ADR Crack Denim. Crazy. Like, y'all better grab them while they're still low key, because I swear if they blow up, don't be mad at me. Now moving on, if you know me and you aber geile Empfehlung von ihm. Wirklich starker Call, muss ich so sagen. You know I've been a huge Croc person ever since I got those Crush Clogs, and I was able to try a couple of different pairs. I have the sandal version of these, but these are called the Echo Clogs. But when I got absolut kein Herbstschuh, sorry, wenn die selbst okay, Farbe gehe ich mit, aber Bro, es regnet. Du gehst damit raus vor die Tür, hast du nasse Füße. Hä? The sandal ones, they had to be by far the most comfortable Croc I've ever put on my feet. Like, they're way more comfortable than the Crush Clogs and the Crush Boots, than all the other ones that I've had so far. Those are the most comfortable, and I was like, if I could just get them as a closed-toe version, it'd be perfect. And then boom, picked up these. So basically it has the exact same construction as far as outsole goes, but it just has the closed toe cap instead of the open joint. Ja, okay, aber das macht jetzt den Schuh nicht zu einem Herbstschuh, Bro. Of course you got... Nee, geh ich nicht mit. Also ja, ich weiß auch, hier Telly, der Boy von Ruff, die sind halt alle in einem Büro. Und er hat die Schuhe in beige und er nutzt die halt so Office-Schuhe mäßig. Und klar, auch im Sommer oder so kann man die machen, aber im Herbst, na. Sport Mode Quatsch-Empfehlung meinerseits. ability to
Also meiner Meinung nach. Be able to close your heel off for a tighter fit. So overall, these are crazy. And I know some of y'all are going to be like, well, we don't live in LA. We can't just wear open. Okay, diese Ergänzung. Toe or open-heeled shoes. So I have an alternative for that, which actually is kind of what Ich wusste, dass der kommt. inspired that pickup. Somebody had sent me these after me talking about the sandals, and they were like, yo, you know they got a boot version of those, and I was like, I didn't even know that, bro. So shout out to you for putting me on, but these right here are called the Echo Boots. So jetzt ist natürlich die Frage der Fragen, was sagen wir zu diesem Call? pretty much you can see very, very similar outsole. Of course, the toe cap is closed off and it doesn't have any holes in it. So these are really like built for that colder winter season or fall when it starts to like rain or snow or anything like that. These is gonna be the ones for you. The comfort is also No joke kann kommen. Ohne Witz, der kann schon kommen. Kein Spaß, dieser Boot kann kommen. Plus Ice Point ist auch gar nicht mal so verkehrt. 120 Ocken, klar für einen Krog, immer noch viel Geld so. Aber wenn ihr mich fragt, auch kein schlechter Call. Gute Empfehlung, ehrlich. 2 von 1 gehe ich absolut mit. you have a little bit more padding than the other ones, so it isn't quite the same and it isn't quite as squishy, but in order to keep the construction and build waterproof. Komm, ich beichte es euch. Ich habe diesen Boot tatsächlich schon mal anprobiert. Nein, ich habe ihn mir nicht gekauft. Nicht, weil ich ihn nicht gefeiert habe, sondern einfach, weil das sind immer so Zweiergrößen. Die gibt es, glaube ich, so in 41 bis 42, 43 und dann so weiter. Und der war mir einfach zu groß. Aber ich bin immer noch so ein bisschen am struggeln, ob ich mir den gönnen soll oder nicht. Einfach weil, weiß ich, ist lustig. Und wie gesagt, er ist leider am Fuß nicht ganz so bulky, was mich ein bisschen stört. Er hätte noch so ein bisschen, ja, breiter einfach sein können. Kannst den auch ruhig so ein bisschen mit innen drin Hose stopfen mäßig anziehen, aber auch gestackt, sorry, was vergessen hier. Deswegen, cooles Ding. The last Croc pickup was just a personal one just because I already have like 2 other boot colorways and they Ja, das gibt mir dann ein bisschen zu sehr diese Gummistiefel-Vibes. Finde ich den anderen besser. recently came out with this olive colorway and come on, bro, like isn't this just so perfect for the fall? Like, you know how my black outfits is gonna hit with these, or like my darker color outfits. These gonna be, these finna hit, so I ain't gonna talk your head off about them, but I did get those. Moving on in new pickups, I did get these shoes right here from Puma. It is a Puma and Pleasures collaboration, and I believe that they had this model out before Psych. in a different colorway, but I didn't have a pair, so I really wasn't hit to it. Das gehe ich mit dem L mit. Aber ich sag mal so, für eine Collab, was es bestimmt war, kann man den sogar noch machen. These are called the Velo Faces Wobei, jetzt so? Overdye joint. Ist ohne, stell euch vor, der wäre irgendwie von Salomon oder so. Dann wäre schon wieder so, uff. So, basically, they are in this colorway that pretty much looks like their version of a runner's. So, if you guys have seen like Asics. Gar nicht mal so schlecht. War anfangs sehr so, aber jetzt ist, ich würd's ist mit. Or even like, maybe like a solemn. Aber jetzt nicht unbedingt den Herbst. Ja, okay, Sneaker. Klar, komm, ich die Winkel durch. Type build. This is gonna be Puma's version of that, and honestly, these joints hard. Like, whenever I am going for a fit like that, these probably gonna be my go-tos. Now, I did get 2 colorways. This colorway is probably gonna be my most worn out of everything else, but I will show y'all the other colorway while I'm at it. So this colorway is actually called the Nee, Bro, die Colorway machen wir nicht. Nein. Das ist Quatsch. Das skippen wir auch direkt. Do know Puma is the family, so I'm able to get things very, very early. Oh, Bro, sorry, nein. So I think that these. Das ist so dieses so, yo, Adidas, bringt Sambas raus, die am Hype. Komm, wir machen auch einen auf Retro. Are not out yet. Well, they might be out by the time this. Erinnert euch ein bisschen an, kennt ihr noch den Turtle 90 Fußballschuh von Adidas damals? Es gibt mir gerade irgendwie den. Video comes out, but I was able to get them early, but Rihanna is back. Oh, du kannst die early getten, du kannst sie aber auch später kaufen, weil die will sowieso keiner haben. With Puma and is back dropping Fenty items through Puma. So she started off with these sneakers right here. This is the colorway that I believe isn't out yet, and it drops like November 2nd. Oh, gehst du zum Fußballtraining oder was ist mit or something like that, and it's in like this will ich gar nicht. dark green colorway. I don't really see myself
wearing this colorway, but these right here, this is like metallic black. Stark angefangen das Video And und dann auch ganz stark nachgelassen jetzt hier an der Stelle. Now we're gonna move into some shoes that I've had that I honestly just think are perfect for the fall season. Y'all see me kind of talk about these, but these are the Rick Owens Geo baskets. Now, just like Okay, gut. everybody Ich würde schon fast sagen OG. else, basically, my first pair of Rick Owens shoes was the. Ich muss aber sagen, meine Geo-Baskets ziehe ich dann auch eher ja, Richtung Herbst, Winter an. So ist jetzt nicht so für mich so ein Sommerschuh. Klar, kann man auch rocken mit einer kurzen Hose gerade, finde ich es nice. Aber so, das ist so ein Sneaker, den kannst du auch ein bisschen so bei Regen anziehen. Weißt du, ich meine, so Vollleder, so, der kann auch dreckig werden, juckt keinen, sieht sogar besser aus. So. And at the time, everybody who was like in their Rick phase was like, oh, you made the amateur move of getting the Ramones instead of the. Plus, der Geo-Basket, das ist so ein, der wird nicht so Mainstream gehen wie der Ramone zum Beispiel, weißt du, ich meine? Der Ramone ist ja jetzt mittlerweile schon so immer noch tragbar, meiner Meinung nach, aber der Geo-Basket, so, das ist so dieses, so, ich glaube, der kann gar nicht Mainstream werden, um ehrlich zu sein, weil der einfach so so komisch aussieht, wisst ihr, ich meine? I think it's something about growth when it comes to your Rick Owens journey. I think we're all introduced to maybe some of the Ramone pairs or some of the Dark Shadow clothing, and then when you actually get into and understand what Rick Owens. By the way, falsches Upper-Material. Muss natürlich der ganz normale Clean Leather Barb sein. Aber der richtige Colorway den hatte schon. Do and how different pieces complements the wardrobe. I think that the Geo baskets start to make a little bit more sense. But that's just me personally. I think that this is just a great fall sneaker. I really haven't shown any like boot type of shoes. So this is gonna be the go-to fall sneaker. I have been wearing it more often than the Ramones. I don't think it's. Ja, und auch gut mit der ADR Cracked Denim Pants. Because everybody is like playing out the Ramones, but I do personally just think that the way that this shoe is shaped and the way that it can also be toned down is a lot more complimentary to a lot of the other items that I've been wearing recently. Now the next sneaker on my fall go-tos has probably got to be these Balenciaga Defenders. Ja, wirklich Defender, geiler Schuh. Ich finde aber, ich trage den in letzter Zeit wirklich. Ich habe eine Zeit, da habe ich den sehr oft getragen, aber mittlerweile trage ich den nicht mehr so gerne, weil er ist irgendwie so am Fuß so ein bisschen, du läufst auch den auch nicht normal, wie es sonst bei Schuhen drin ist. Ich will nicht sagen, dass er ungemütlich ist, er ist aber ein bisschen nervig. Er ist ein bisschen nervig ihn zu tragen. Das ist so, kennt ihr, ohne Witz, ich habe das perfekte Beispiel, kennt ihr diese Pickel auf der Nase, die man nicht sieht, die man aber spürt und immer so bei jeder Bewegung so die Nerven einfach so, drückst du drauf, tut herbe weh, aber so von außen, du siehst den gar nicht. So, das ist jetzt nicht so dieser eine Pickel, wo jeder sieht, boah, der hat einen Pickel, sondern das sind so diese Undercover-Pickel. Das ist originale Beschreibung für diesen Schuh. And last but definitely not least, I don't really wear too many white pair of shoes, but when I do, and they need to be chunky, this is usually my instant go-to. Or if I'm just trying to dress up a little bit more casual. Ich rieche doch den Quatsch hier schon. And a little less all black, which I kind of just explained. I'll run to these Jill Sander joints right here. So I believe the specific model is called the Napa Nature. I've shown you guys these pair of shoes maybe like a season or two ago, or I usually show them maybe in like editorial looks. I really like to run to these joints. Ja, okay, verstehe ich, aber nicht mein Look. I'm doing a photo shoot or styling somebody for a shoot, but these just complement. Der ist mir schon wieder zu fröhlich irgendwie. A lot of different pants really well. They aren't really a pair of shoes that can be worn with shorts or skinnier type things, so I always end up bringing them out in the fall. Ja, er sagt es. Also ich finde auch eher so Herbst, Frühlings-Vibes. Ich finde jetzt auch gerade getragen, so am Fuß mit der Hose, kommt eigentlich ganz clean. Aber der Grund ist auch einfach nur, also der Grund dafür ist, dass der halt komplett abgedeckt ist. Und dass man nur so diese Sohle sieht, die halt ganz cool kommt. Aber ansonsten siehst du halt nicht mehr viel von dem Schuh, deswegen kommt das dem zugute. Naja, ey, ich muss sagen, overall, starke Liste. Ich hätte jetzt eher mehr gerechnet, so Timberlands, so, weißt du, so das, was gerade so jeder auf dem Schirm hat.